Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, April 1943. Der Morgen beginnt mit einem Besuch der Roten Flieger. Früh werden wir durch die Bombenabwürfe geweckt und hören die Motoren der Maschinen über uns brummen. Aber das war nur ein kurzer Abstecher, denn schon nach kurzer Zeit stehen deutsche Jagdmaschinen am Feind und verscheuchen den unliebsamen Besuch über unserem Quartier. Hier und da ein paar Brände und zerstörte LKW, aber mit ein paar wenigen Verwundeten sind wir ganz gut dabei weggekommen. Trotzdem fängt so ein Tag schon schlecht an, aber es kann ja nur besser werden und nach dem Frühstück bereiten wir uns auf den nächsten Einsatz vor. Als Unterstützung für die Infanterie sollen wir mit unserer Rosinante Deckung geben. Laut Lagekarte sollen wir eine Strecke von 25 Kilometer Anmarsch hinter uns bringen, uns dann mit der Infanterie und den Sturmgeschützen vereinigen und zusammen den Angriff in Schwung bringen. Nach den Berichten geht es gegen eine Anhöhe, die einen großen Bereich unseres Hinterlandes einsehen kann. Strategisch scheinbar wichtig soll der Punkt genommen werden. Bin gespannt, was unsere Aufgabe wird, da die Sturmgeschütze eher die Infanterie im Vorgehen unterstützen und wir sicherlich aus der zweiten Reihe gezielte Feindstellungen unter Feuer nehmen sollen. Wir verlegen auf unübersichtlichen Straßen und Wegen zur Nachbareinheit. Auf dem Weg treffen wir noch 2 Panzer III, die auch den gleichen Weg haben, aber einen anderen Auftrag. Die Kommandanten besprechen sich und wir fahren dann erstmal zu dritt weiter. Wir müssen über einen Fluss, der nicht sehr tief erscheint, aber wenn man Pech hat, kriegt man doch nasse Füße. Aber eine Furt ist beschildert und so kommen wir langsam, aber trocken zum anderen Ufer. Der Panzer III, der direkt hinter uns fährt, kommt auch noch gut durch, aber der zweite Panzer bleibt im Flussbett liegen und qualmt. Sicherlich doch etwas Wasser irgendwo reingelaufen. Unser Kommandant schaut auf die Uhr. Eigentlich haben wir keine Zeit dafür, aber er will den Kameradenpanzer nicht stehen lassen und der andere Panzer III würde es alleine nicht schaffen. Also rollen wir zurück und lösen die Stahlseile vom Heck. Über große Haken wird der Schadpanzer angehängt und wir können so zusammen mit genug Zugkraft den Panzer herausziehen. Ich gebe dem Fahrer Anweisungen, wie er fahren soll, und die Kommandanten schauen von der Böschung aus zu. Unser Oberfähnrich macht Druck, die Zeit ist knapp. 2 Panzersoldaten springen flink im hüfttiefen Wasser herum und befestigen unter erheblichen Anstrengungen die Stahlseile. Doch plötzlich geht was schief und der andere Panzer III rollt zu weit rückwärts. Auch das Brüllen der Kameraden vom Turm in den Kampfraum scheint nicht zu helfen, der Panzer rollt weiter und ich sehe es schon kommen. Ein Panzersoldat im Wasser gerät zwischen die Fahrzeuge und wird regelrecht zerdrückt. Ein markerschütternder Schrei hallt durch das Flussbett und nun rollt der andere Panzer III auch wieder vorwärts. Die Kameraden springen ins Wasser und ziehen den Verletzten raus. Aber da ist nichts mehr zu machen. Der ganze Brustkorb ist eingedrückt. Das war der Ladeschütze. Was für ein fürchterlicher Tod. Und der Schrei. Es gibt lautstarke Diskussionen, aber die Kommandanten gehen dazwischen und nehmen den Fahrer in Schutz. Er hat es nicht gehört und so ist es dann passiert. Dadurch wird es auch nicht besser, aber er wird jetzt für immer damit leben müssen, einen Kameraden auf dem Gewissen zu haben. Wir müssen weiter. Nachdem wir den Panzer mit aus dem Fluss gezogen haben, bleiben die anderen Panzer zurück und wir setzen unseren Weg fort. Wir kommen am Gefechtsstand der Infanterieeinheit an und melden uns beim Hauptmann vor Ort. Unser Oberfähnrich wird in die Lage eingewiesen und wir schlendern rüber zu den Sturmgeschützen. Wir kommen mit den Kameraden ins Gespräch und die sind nicht angetan von dem Angriff. Es scheint so, als wolle der Hauptmann die Sturmgeschütze als Rammböcke einsetzen, was ja im Grunde nicht falsch ist. Aber es ist wohl nicht bekannt, ob es dort Packstellung auf der Anhöhe gibt. Aufklärung ist mangelhaft und aus der Luft war nicht viel zu sehen. Die Männer schlagen vor, dass wir doch die Spitze übernehmen können, aber wir sind in die Reihe 2 gestellt, um mit der langen 7,5 dann Punktfeuer auf erkannte Ziele zu setzen und später nachzurücken. Eine weitere Stunde vergeht und alle sind in die Lage eingewiesen. Wir rollen also erstmal mit vor,
Dann wird die Ari die Anhöhe mit Sperrfeuer belegen und die Stux mit der Infanterie stößt mit vor. Das Gelände ist sehr uneben und das ist für die Lanzer gut, wegen der Deckung. Wir sitzen auf und entsichern die Waffen. Los geht's. Der Angriffskeil rollt vorwärts und bis zur Anhöhe sind es gut 5 Kilometer. Nach einigen Minuten setzt gut liegendes Artilleriefeuer ein und der ganze Hügel erbebt unter den Einschlägen. Das hat aber nichts zu sagen. Die Russen können auch nach dem verheerendsten Beschuss noch aus den Löchern kriechen und das Feuer eröffnen. Wir sind schon auf 2000 Meter ran und das Artilleriefeuer wird immer weniger. Gut 150 Mann springen mit vor und hüpfen von Senke zu Senke. Flieger sind keine zu sehen und nun kommen wir langsam in die Reichweite der Packgeschütze, wenn da denn welche sind. Ich versuche mir Ziele zu suchen, aber Rosinante wackelt wie ein alter Fischkutter und ich habe das Gefühl, ich werde seekrank in dem Kasten. Bei 1000 Meter Abstand stoppen wir und ich habe eine gute Position, halb in einer Senke stehend. Ich drehe den Turm von links nach rechts, kann aber keine Ziele ausmachen. Die Sturmgeschütze rollen weiter vor und dann bricht die Hölle los. MG-Feuer und Flakgranaten hämmern auf uns ein. Keine Pack. Oder warten die noch ab? Ich sehe hunderte von Mündungsblitzen und warte auf Ziele. Der Oberfähnrich gibt über Funk die Feuerfreigabe auf erkannte Ziele. Ich nehme mir die Flugabwehrkanone vor, die reißen große Löcher in die angreifende Infanterie. Ich ziele voll auf den Mündungsblitz und schicke die erste Sprenggranate raus. Kein Volltreffer, aber die Bedienung hat's wohl erwischt. Ich schwenke ein paar Grad nach links. Noch so eine Russenflak. 3 Schüsse brauche ich, bis dort keiner mehr den Abzug drücken kann. Die Infanterie hat sich vom ersten Schock erholt und nimmt den Feuerkampf auf. Die Sturmgeschütze rollen im Geschosshagel weiter vor. Die Flak kann denen auch nichts anhaben. Das Kaliber ist zu klein. Die Stux geben sich gegenseitig Deckung. Der eine rollt, der andere macht einen Schießhalt. Dann rollt der andere. Die wissen, was sie tun. Wir ziehen auch 200 Meter vor. Langsam nähert sich die Infanterie dem Hügel und immer mehr deutsche MG fallen in den Kampf mit ein. Dann ein lauter Abschussknall. Das war keine Flak, also doch Pack. Der Oberfähnrich gibt mir das Ziel, ich drehe den Turm und dann habe ich die gut getarnte Pack im Visier. Ich will gerade feuern, da sehe ich noch den Mündungsblitz und es schlägt voll in das Sturmgeschütz links von uns ein. Jetzt bin ich dran. Ich schieße und in einem Feuerblitz explodiert die Munition am Geschütz. Eine zweite Pack wird von dem Sturmgeschütz erledigt und die Fußtruppen sind am Ziel und säubern den Hügel. Das Feindfeuer ebbt langsam ab und wir rollen weiter vor, um Deckung zu geben. Nach weiteren 30 Minuten gibt es keine Ziele mehr für unsere Kanone. Der Hügel ist genommen und die Verwundeten werden nach hinten gebracht. Wir rollen zurück und halten bei den Sturmgeschützen an. Einen Toten und 2 Verwundete. Der Kommandant ist ganz schön wütend. Ein Mann verloren und das Geschütz im Eimer. Wenigstens hat es nicht gebrannt. Ich schaue mir den Schaden an und denke mir, dass die wirklich noch Glück gehabt haben. Das Geschoss ist in die Unterwanne beim Fahrer eingedrungen und wurde quasi durch Aufhängung und Vorgelege noch gestoppt. Sonst wäre das Kaliber bis zum Motor durchgewandert. So hat es nur den Fahrer erwischt. Trotzdem schlimm. Wir helfen noch, die Verwundeten auf die LKW zu laden und hängen dann das Geschütz an unseren Panzer. Schleppen können wir ja, das haben wir schon gezeigt. Bis zum Gefechtsstand ziehen wir das Sturmgeschütz und melden uns zurück beim Hauptmann. Der ist hocherfreut über den erfolgreichen Angriff und erklärt, dass er unserem Zugführer unterrichten will, dass wir maßgeblich an dem Erfolg beteiligt waren. Die Lanze hat es auch schwer erwischt. 12 Tote und viele Verwundete. Glücklicherweise hat die Ari einige Flak- und Packgeschütze im Vorfeld vernichtet, sonst wären die Ausfälle noch höher gewesen. Wir bleiben noch eine Weile dort, da die Gulaschkanone gerade aufgefahren ist und mit leerem Magen geht's nicht so gut Richtung Heimat. Die Infanteristen bestaunen unseren Panzer und feixen miteinander, dass man in so einem Stahlkasten ja richtig sicher wäre. Ich steige darauf ein und erkläre, wie schnell das vorbei sein kann. Da hat man in einem Schützenloch doch mehr Möglichkeiten. Das können die nicht so recht glauben, aber ich will auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern.
Wir machen uns auf den Heimweg, denn wir wollen ungern im Dunkeln ankommen. In schneller Fahrt geht es zurück durch den Schicksalsfluss bis hin zur Panzerwerkstatt. Ich hatte gesehen, dass unser Rohr etwas abbekommen hat und würde da lieber die Mechaniker zu befragen. Der Panzer wird dort abgestellt und der Kommandant entlässt uns für den Abend. Hat gut geklappt, meint er noch zu mir, und ich kann nicht meckern. Er hat sich wacker geschlagen. So kann das weitergehen. In meiner Unterkunft liegt Post von zu Hause. Mutter hat geschrieben. Mein Schulfreund Paul ist gefallen. Er war mit seiner Einheit in die Kämpfe um Stalingrad eingesetzt und so wie es scheint, wurde sein Regiment komplett vernichtet. Vielleicht hat er ja Glück und ist in Gefangenschaft geraten. Wobei ich denke, dass das kein Glück wäre. Zu Hause ist sonst alles wie immer. Viele Arbeitskräfte fehlen und es werden immer mehr Franzosen und Engländer, also Kriegsgefangene, zur Arbeit eingesetzt. Ich frage mich nur, warum denn da keine Russen sind? Die müssten doch schon 1 Million Kriegsgefangene haben. In Schwiegervaters Betrieb sind wohl auch ein paar Tommies eingesetzt. Na, dann läuft die Produktion ja gut weiter. Immer mehr Flieger am Heimathimmel und Hamburg kriegt so einiges ab. Nur gut, dass wir nicht in der Stadt wohnen. Außerhalb ist die Welt noch in Ordnung. Von Gudrun kam keine Post, aber die Briefe dauern auch manchmal länger als gedacht. Da ist der Paul auch gefallen. Und ich kann mich noch erinnern, wie stolz er war, als er mit seiner Uniform durch unseren Heimatort schritt. Und als er erst mit dem EK2 und dem EK1 nach Hause kam, war er der Held der Straße. Gefallen fürs Vaterland. Das hilft seiner Familie auch nicht. Er war nicht verheiratet und lässt keine Frau und Kinder zurück. Trotzdem schlimm. Ich mochte ihn sehr. Wie viele aus meiner Abschlussklasse werden noch ihr Blut geben müssen, bis wir Russland bezwungen haben? Ich hoffe, dass wir im Sommer endlich den Roten so eine verpassen, dass die endlich einsehen, dass sie nicht gegen uns gewinnen können. Irgendwann haben auch die keine Soldaten mehr und müssen die Waffen strecken. Ja, im Sommer. Da wird es entschieden.